Bitte sehr. Guten Tag, Herr Buka. Guten Tag. Sind Sie einverstanden mit der Veröffentlichung dieses Interviews und dass ich Sie frei alles fragen darf? Natürlich, ich habe keine Vorabfragen bekommen. Mhm. Sie können mich alles fragen und ich werde versuchen, auf alles eine Antwort zu geben. Ja, Sie sind natürlich ebenfalls frei, ob und wie Sie antworten. Ne? Das ist wohl so. Gut, Sie waren 7 Jahre lang von August 2016 bis Oktober 2023 Geschäftsführer von Reljuf, der Betreiberfirma von El Paraíso Verde in Paraguay, Mhm. zusammen mit dem österreichischen Ehepaar Erwin und Silvia Anna. Wie Richtig. kam es zu dieser Zusammenarbeit? Wie, wir sind durch einen Herrn Bernhard Büttner, das war ein Mitarbeiter, so hat er sich vorgestellt, von Erwin Annau vorgestellt worden. Der Bernhard Büttner bat mich, mit Erwin Annau Kontakt aufzunehmen. Das war eine längere Phase, bevor wir diesen Kontakt hatten. Soweit ich mich erinnern kann, ich kann mich aber auch irren, war er zu diesem Zeitpunkt in Zypern mit seiner Frau und der Kontakt kam durch Skype zustande. Mhm. Haben Sie den Anruf das Grundstück für das Linux-Projekt vermittelt? Jawohl, das habe ich gemacht aufgrund seiner Vorgaben. Wir haben uns gemeinsam mehrere Grundstücke angesehen, die aus ein oder anderen Gründen nicht in sein Konzept passten. Mhm. Das waren ja dann Grundstücke, drei an der Zahl der Familie Domanitzki-Schmieder, korrekt? Nein, Die, uns wurde das als ein Grundstück geteilt in drei mhm. Titeln. So wurde uns das dargestellt. Das heißt, wir haben Okay. einmal gekauft und es war eine relativ schwierige Verhandlung, weil sehr viele Familienangehörige waren Mitbesitzer. Mhm. Gut, und es geht um insgesamt 1600 Hektar. Wissen Sie, Etwa, wie viel ja? die Annaus dafür bezahlt haben? Bitte? Ich habe Sie Wissen nicht Sie, wie verstanden. viel Annaus bezahlt haben Ich für könnte das Grundstück? nachgucken, ich weiß es nicht genau. Ich würde jetzt eine Zahl in den Raum schmeißen und die wäre nicht korrekt. Ich kann es nicht genau sagen. Okay, das wäre schön zu wissen, Also vielleicht ich beim bin gerne nächsten Mal. bereit, das nachzugucken und Ihnen das zu Mhm. sagen. Okay, von diesen 1600 Hektar dürfen nur 311 bebaut werden und in kleinere Grundstücke aufgeteilt werden zum Bebauen, korrekt? Nein, das ist zumindest nicht meine Information. Allein das Mhm. Siedlungsgebiet dürfte etwas über 500 Hektar haben. Mhm. Okay. Und Aber dabei geht es dann um 1000. Mhm. Entschuldigung, aber korrekt ist das, was Sie sagen. Etwa 300 Hektar gehörten zu dem geschützten Gebiet Isla Susu, ein Naturschutzgebiet. Vielleicht kommt daher die Sache mit den 300 Hektar. Mhm. Ja, also ich habe es in der Karte gesehen und das wäre dann schon das Bebauungsgebiet. Wie viel Hektar genau jetzt zur Isla Susu gehören, weiß ich nicht. Also da müssten Aus wir meiner das Kenntnis vielleicht nochmal etwa, klären mit der Karte. Mhm. aus meiner Sicht oder aus meiner Kenntnis etwa um die 300. Gut. Auf jeden Fall in dem Areal, was bebaut werden darf, da geht es um 1700 Grundstücke, die für einzelne Eigentümer aufgeteilt werden sollen. Wenn ich das, Wie viele präzisi Grundstücke? wenn ich das Hm, präzisieren dürfte, ja, 1711 Grundstücke. Entschuldigung, okay. nein, Entschuldigung, ist falsch. 1711 Titel. 1711 Titel, die den verschiedenen Eigentümern ausgestellt werden können. Und das entspricht nicht einem Titel in einem Grundstück? Nein, das tut es nicht, weil zum Beispiel ein Mehrfachgebäude, das heißt ein Gebäude, wo mehrere Häuser drauf sind, zum Beispiel jeder soll einen Titel haben. Das war die Idee. Aha. Wissen Sie denn, um wie viele Grundstücke es hier dann geht? Sind das die 1143, die ich auch mal irgendwo gesehen habe? Also ich habe ja die Herausgabe der Titel habe ich ja verhandelt im Kataster. Mhm. Mhm. Ausschließlich und ohne Zuhilfenahme von Anna. Mhm. Ich glaube, Sie haben recht bezüglich der Grundstücke. Aber ich kann es Mhm. ohne Unterlagen nicht genau sagen. Können Sie sagen, wie viele Grundstücke während Ihrer Zeit als Geschäftsführer verkauft wurden? Das heißt, Nein, wie viele Kaufverträge Sie unterschrieben haben in diesen Jahren? nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass alle Kaufverträge, alle, ausschließlich von dem Büro von Erwin Annau gefertigt wurden.
mit Preis, mit Grundstücksgröße und so weiter. Jedes verkaufte Grundstück wurde zunächst vermessen und dann wurde von Annau der Preis festgelegt. Mhm. So eine Idee vielleicht, wie viele Kaufverträge Sie unterschrieben haben? 100, 500, 1000? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, Ich würde gut. jetzt was Falsches Mhm. sagen, wenn ich Ihnen eine Zahl nennen würde. Ich weiß es nicht. Gut. Und Grundstücke Ihres Wissens mehrfach verkauft? Das ist mehrfach behauptet worden. Ist mehrfach behauptet worden. Erwin Annau sagte zu mir, als ich ihn damit konfrontierte, er hätte nie ein Grundstück doppelt verkauft. Und wissen Mhm. Sie, ich hatte keinen Überblick über Grundstücke, die mehrfach verkauft wurden, angeblich mehrfach verkauft worden sind. Darüber habe ich keinen Einblick. Er hat Okay, auch die Nummern festgelegt von den Grundstücken. okay. Das heißt, er hat die nummeriert intern für die Mhm. Relief. Okay. Ähm, aus Ihrer Ansicht und aus Ihrer Kenntnis von Erwin Annau, sind Sie der Meinung, dass er die Einzeltitel für die Investoren alle ausstellen lassen will? Und falls nein, warum nicht? Ich bin davon überzeugt, dass er die Titel, wenn ich sie richtig verstanden habe, ist die Frage, ob er alle Titel ausstellen lassen will. Ich bin davon überzeugt, dass er das nicht will. Die Mhm. Frage dann, die ergänzende Frage ist, warum? Und da gibt es zwei Gründe. Es gibt nicht einen Grund, es gibt zwei Gründe. Nummer eins, würde er als Relief Macht verlieren. Nummer Mhm. zwei, er müsste für jeden ausgestellten Titel Steuern bezahlen. Das heißt, er hat die Grundstücke nicht versteuert, die Einnahmen für die Grundstücke nicht versteuert. Mhm. Im Moment des Verkaufs, nicht wahr? Im Moment des Also das, Geldeingangs. Also genau. ich Mhm. denke, es ist üblich, ich bekomme einen Geldeingang, deklariere das und versteuere das. Das Mhm. war damals nicht so. Okay. Sie sagten, die Verträge hat allein Erwin Anna aufgesetzt und Sie wussten nicht, was drin steht, weil Sie nur mit den Käufern nur jeweils ein paar Minuten Zeit hatten. Mhm. Sie haben aber auch gesagt, die Preise seien, Zitat, exorbitant und unrealistisch gewesen. Das heißt, Sie wussten also, was in den Verträgen steht, zumindest zum Ja, Teil, aber ne? gestatten Sie mir, dass ich dazu was sage, Frau Gassreiner. Aus meiner Mhm. Sicht ist es so, kein, und da muss ich Erwin Annau in Schutz nehmen, kein einziger Käufer ist gezwungen worden, so einen Kaufvertrag zu schließen. Keiner. Das heißt, wenn ich Ihnen etwas präsentiere und das ist das in Ihren Augen das Geld wert, dann bezahlen Sie das oder auch nicht und sagen dann, ich möchte es oder ich möchte es nicht haben. Und die haben ganz klar gesagt, jawohl, wir wollen das haben. Das ist mir die Sache wert. Gut, man könnte natürlich jetzt argumentieren, dass die Leute natürlich, die aus Deutschland kommen oder sogar noch in Deutschland sind oder in Europa, nicht die Informationen darüber haben, wie viel die Grundstücke tatsächlich wert sind. Sie haben sie und deswegen haben sie es ja exorbitant und unrealistisch genannt. Kam Ihnen nicht in den Sinn, die Investoren vielleicht zu warnen im Laufe der Zeit? Also in erster Linie bin ich loyal. Und in erster Linie mit der Loyalität ist für mich die, und das ist vielleicht sehr wichtig zu sagen, sämtliche Verkaufsgespräche, sämtliche, ohne Ausnahme, sind von Erwin Annau abgeschlossen worden. Ich habe nie ein Verkaufs- oder Beratungsgespräch geführt. Das habe ich nie getan. Er hat Preise festgelegt und die Preise waren, so habe ich es zumindest verstanden, verhandelbar. Mhm. Und wissen Sie, wenn ich auswandern möchte, dann ist es doch mein gutes Recht und selbstverständlich gang und gäbe, dass ich mich informiere. Ich muss doch von mündigen Leuten ausgehen. Also insofern möchte ich ihn in Schutz nehmen. Die Frage, unrealistisch, exorbitant, die Frage ist, würde ein Paraguayer, würde ein Südamerikaner so ein Grundstück kaufen? Und dann ist meine ganz klare Antwort nein. Ganz klar nein. Mhm. Weil das ist für einen Südamerikaner exorbitant und unrealistisch. Ja.
Gut, Sie haben gesagt, dass Erwin Anders sich sozusagen 132 Grundstücke selbst zugeschustert hat, sowie 5% von allen Verkäufen. Das sind Das zwei ist ja, getrennte Dinge. klingt ja so erstmal nicht illegal. Das sind ja seine Regeln, seine Firma. Wo ist das Problem dabei? Das ist nicht richtig. Zunächst mal Mhm. sind es zwei ganz verschiedene Sachen. Einmal die 132 Grundstücke. Die hat er aus der Reljuf entnommen und seiner anderen Firma zugegeben. Ähm, Mhm. Das wäre nicht strafbar, wenn er die bezahlt hätte. Mhm. Als ich ging, Die andere Firma ist Konstruktions, äh, weil El Paraíso Verde Paradiso Wert. Construcciones. Genau. Mhm. Aus meiner, aus meiner Kenntnis, als ich noch da war, sind diese Grundstücke nicht bezahlt worden. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich dazu sagen will, ist, das können Sie tun. Sie können sich zuschustern, was Sie wollen. Nur dürfen Sie bitte nicht vergessen, dass es hier eine große Anzahl von Socios, Socios heißt Mitgesellschafter gab in der Reljuf. Und zwar sage ich ganz klar, die Socios Preferidos, das sind Vorzugsaktionäre. Er hat der Reljuf Boden entzogen mit diesen 132 Grundstücken. Und ich möchte an Folgendes erinnern. Es war ein Rechtsanwalt aus Österreich da, der zunächst mal als großer Freund präsentiert wurde. Ich kenne ihn. Mir ist er immer ein extrem sympathischer und sachkundiger Mensch gewesen. Und der hat ihm gesagt, in jedem Land dieser Welt ist das eine strafbare Handlung. Er hat Mhm. dazu gesagt, meine ich, Annau hat dazu gesagt, das sieht mein Anwalt anders. So, das ist das eine. Das andere sind die 26.000 Millionen. Das meinten Sie wahrscheinlich mit der Die aus Zahl. den 5% von jedem Verkauf Genau. resultieren. Ne? Er Mhm. kam eines Morgens an und sagte, ihm stünden 5% der getätigten Verkäufe zu. Und ich sage, wo steht das? Wo ist dazu was geschrieben? Und er sagte, ja, das haben mir die Siedler so gesagt. Ich habe das präsentiert, habe mit einigen Siedlern darüber gesprochen und das ist so. In jedem Firma dieser Welt würde man für Verkäufe 5% kriegen. Mhm. Habe ich gesagt, bitte, wenn, wenn das so ist und wenn das eine Anweisung ist, bitte. So, und er hat sich diese 26.000 Millionen zuge zugestanden. Wann war Ja, das? das war Also am, hat er die bekommen? Hat er sich rausgeholt aus der Firma als würden sein Sie bitte, Honorar? ich habe Sie jetzt akustisch nicht verstanden. Hat Herr Anno sich dieses Geld rausgeholt aus der Relief als Nein, das hätte Honorar? er nicht gekonnt. Er hat aber einen notariell bestätigten Wechsel, hat er sich ausstellen lassen. Und dazu Mhm. muss man Folgendes sagen, und da liegt das Pikante dabei. Sie können natürlich für erbrachte Leistungen Geld verlangen. Wenn kein Bargeld da ist, können Sie einen Wechsel sich zusichern. Aber Sie müssen doch das Geld bitteschön deklariert haben. Denn das geht ja hier um 5 Jahre, wo er Verkäufe getätigt haben will. Ich habe die Zahl Mhm. niemals nachgeprüft. Wie die zustande kommt, das war seine Rechnung. Und Okay. Sie können nicht einen Wechsel ausstellen lassen ohne das Geld. Das ist jetzt eine fiskalische Frage, ohne es Ja, vorher fakturiert zu haben. ja, klar. Fakturiert heißt der Steuerbehörde mitgeteilt. Und das wissen Sie ja, weil Sie waren an der Buchhaltung beteiligt. Also Sie wissen, dass es nicht deklariert worden war. Nein, das weiß ich, weil ich ihn Dabei. gefragt habe. Okay. Das habe ich ihn gefragt. Und er Mhm. ist auch auf diesen Umstand hingewiesen worden. Aber Mhm. Herr Annau, egal über welches Thema Sie reden wollen, weiß ja alles besser. Und er ist Mhm. allwissend. Und er meinte, das sei in Ordnung. Okay.